Die Philippinen sind ein interessantes asiatisches Land. Viele deutsche Unternehmer, Freiberufler, Investoren beschäftigen sich damit, möglicherweise dorthin auszuwandern. Jetzt gibt es in den Philippinen ein neues Programm, um sehr schnell eine unbeschränkte Aufenthaltsbewilligung zu erhalten, das sogenannte FIV-Visum. Und dazu wollen wir einmal in diesem Video sprechen. Noch ein kurzer Hinweis in eigener Sache. Ich weiß ja, dass viele von euch planen, zum Jahreswechsel auszuwandern. Deswegen haben wir in der zweiten Jahreshälfte 2024 noch einige interessante Seminare und Workshops für Auswanderer geplant. Bei allen unseren Seminaren geht es um Themen wie rechtssichere Steueroptimierung im Ausland, Vermögensschutz außerhalb der EU und natürlich auch zweite Staatsbürgerschaften. Neben einem intensiven Kurs- und Seminarprogramm gibt es immer viel Raum für Networking bei unseren Events. Networking mit mir, mit Daniel und natürlich den anderen Teilnehmern. Das Beste ist, dass dein Ehepartner, Lebenspartner oder Geschäftspartner kostenlos zum Seminar, zum Workshop mitkommen kann. Alle weiteren Informationen zu unseren Seminaren und Workshops findest du im ersten Kommentar zu diesem Video. Ich würde mich freuen, dich bei einem unserer Events dieses Jahr kennenzulernen. Wir haben ja schon öfter über die Philippinen hier auf diesem Kanal gesprochen. Die Philippinen sind ein attraktives asiatisches Land. Sie sind sehr freundlich gegenüber Ausländern. Steuerlich gesehen ist es sehr attraktiv, denn Auslandseinkünfte sind steuerfrei. Es ist eines der ganz wenigen asiatischen Länder, bei denen man eine doppelte Staatsbürgerschaft erwerben kann. Das heißt, du könntest die philippinische Staatsbürgerschaft erwerben und gleichzeitig die deutsche Staatsbürgerschaft erhalten. Günstige Lebenshaltungskosten, wunderbare asiatische Landschaft und Natur. Es ist gleichzeitig ein großes Land. Man spricht dort Englisch. Also durchaus ein attraktives Land für jemanden, der sich überlegt, auszuwandern oder irgendwo eine von mehreren Residences weltweit aufzubauen. Jetzt gab es schon relativ lange auf den Philippinen, nämlich seit 1987, das SIRV-Programm. Damit konnte man als Investor eine unbeschränkte Aufenthaltserlaubnis erhalten. Aber wer sich mit diesen Visa in den Philippinen einmal auseinandergesetzt hat, der hat schnell gemerkt, dass es da ziemlich viele Probleme gibt. Es dauert relativ lange, es kann auch kompliziert sein. Zumindest in dieser spezifischen Kategorie hat man das vielfach beobachten können. Daher ist jetzt diese neue Kategorie, das FIV-Visum, das jetzt hier brandneu auf den Markt gebracht wurde, sehr attraktiv. FIV, für was steht das? Also grundsätzlich wird dieses Visum hier behandelt von der Freeport Area of Bataan, FAB. Das ist also eine Free Zone in den Philippinen in der Nähe von Manila. Und FIV steht dafür für FAB Investor Visa. Also wie gesagt, ein Visum, was hier von dieser Freeport Authority ausgegeben und verwaltet wird. Das heißt nicht, dass du da leben musst oder sowas, aber es ist diese Stelle, die letztlich mit der Verwaltung dieses Visums hier beauftragt wurde. Angeblich sollen hier die Wartezeiten sensationell kurz sein, nämlich tatsächlich nur eine Woche. Und man muss nur $75.000 investieren, 75.000 US-Dollar. Die muss man letztlich dort auf ein Konto einzahlen. Es ist also so ein bisschen wie das My Second Home Programm in Malaysia. Und dieses Geld liegt dann da und du bekommst auch wieder zurück, wenn du die Philippinen verlassen würdest. Es gibt keine minimalen Aufenthaltsbedingungen. Das ist ja sehr attraktiv, denn vielfach kennen wir das ja. Also wenn wir gerade mal über My Second Home sprechen in Malaysia, hat man ja mindestens 60 Tage, die man dort dann bleiben muss. Mit diesem FIV-Visum gibt es keine minimale Anwesenheitspflicht. Du kannst überall in den Philippinen leben, arbeiten, Firmen gründen, studieren und für deine Familie bekommst du dann ebenfalls ein solches Visum und es gibt da dann auch keine weiteren Investitionskriterien, wenn du Familienmitglieder mitbringst. Du musst also nicht einen höheren Betrag investieren. Das FIV-Programm steht hier allen Nationalitäten offen, sowohl also Russen, Israelis, Iranern, Taiwanern. Das heißt also, hier gibt es keine, sage ich jetzt mal, kulturellen Scheuklappen, wie man das ja in anderen Ländern in den letzten Jahren vielfach beobachten konnte.
und man kann eben dann auch später den Pass der Philippinen erwerben, wenn dich das interessieren würde. Wie gesagt, zum Thema zweite Staatsbürgerschaften haben wir ja schon etliche Videos gemacht. Ob jetzt diese Staatsbürgerschaft für dich günstig ist, wer weiß. Aber wenn du sie eben sowieso bekommst, weil du dich dort für mehrere Jahre aufhältst, kannst du sie vielleicht auch einfach mitnehmen als einen Plan C, D oder E. Das FIV-Visum kannst du in 6 einfachen Schritten beantragen. Wir können dich natürlich dabei gerne unterstützen. Zunächst mal würde man hier mit der entsprechenden Stelle ein Beratungsgespräch vereinbaren, wo dann letztlich geklärt wird, ob man noch alle Kriterien erfüllt. Dann würde man hier den entsprechenden Vertrag unterschreiben. Man würde dann die Zahlung vornehmen, die Investition. Also wie gesagt, hier handelt es sich letztlich einfach um eine Kaution, die du hinterlegen musst, $75.000. Die bekommst du zurück. Dann wirst du hier den Antrag einreichen. Dann dauert es eine Woche bis zur Freigabe. Dann musst du in die Philippinen reisen, um dann dort einen Eid zu leisten. Ja, das ist etwas seltsam, aber das wird hier eben verlangt von den Antragstellern. So, dann kannst du dir natürlich überlegen, was du in den Philippinen machst. Du könntest natürlich hier diese Free Zone jetzt nutzen, um hier eine Firma zu gründen. Das hat dann eben die üblichen Steuervorteile auf Seite der Corporation. Du musst das aber nicht. Du kannst einfach auch im Ausland natürlich hier deine Firma behalten. Wie gesagt, Auslandseinkünfte sind in den Philippinen steuerfrei. Du musst natürlich immer auch hier berücksichtigen, letztlich, was das deutsche Steuerrecht zu sagen hat. Du weißt ja letztlich, wie es ist. Es gibt in Deutschland die erweitert beschränkte Steuerpflicht. Und hier ist es dann möglicherweise so, dass wenn du jetzt Einkommen aus einer Briefkastengesellschaft hast, wie zum Beispiel einer US-LLC, dann musst du diese in Deutschland noch versteuern, wenn es keine wirkliche Betriebsstätte an deinem Wohnsitzland oder anderweitig gibt. Also hier muss man als Deutscher auch immer natürlich noch die deutsche Perspektive mit beachten, nicht nur die philippinische. Das ist leider so. Schweizer und Österreicher haben hier kein Problem mit solchen Regelungen. Das heißt, du könntest in den Philippinen leben als Schweizer oder Österreicher, entsprechend dann eine LLC zum Beispiel haben, die generiert Einkünfte und diese sind dann in den Philippinen für dich steuerfrei. Willst du jetzt gerne eine richtige Betriebsstätte haben, brauchst du Personal, willst du in den Philippinen in ein Unternehmen investieren, könnte möglicherweise diese Free Zone, diese FAB für dich interessant sein. Aber wie gesagt, notwendig ist es nicht, um die Aufenthaltsbewilligung hier zu erhalten. Man muss hier nochmal herausstreichen, dass im Grunde dieses Visum im Vergleich zu anderen asiatischen Aufenthaltsbewilligungen ziemlich vorteilhaft ist, würde ich sagen, wenn wir uns zum Beispiel Thailand anschauen, wo ja so die steuerlichen Vorteile nach und nach erodiert werden. Also mittlerweile ist ja so in Thailand, dass Auslandseinkünfte, die dorthin ausbezahlt werden, versteuert werden müssen. Da gibt es zwar auch möglicherweise Wege drumherum, zum Beispiel Darlehen. Vieles ist ja in Thailand auch nicht wirklich jetzt bis zum letzten Detail geregelt. Das heißt, da gibt es Unklarheiten, die kann man im Zweifelsfall für sich selbst ausnutzen. Aber eben in den Philippinen gibt es auf jeden Fall natürlich diese Rechtssicherheit, dass man nur für in den Philippinen generierte Einkommen steuerpflichtig ist oder eben Einkommen aus philippinischer Quelle. Wenn du jetzt hier Bankzinsen aus den Philippinen zum Beispiel bekommst, dann werden die natürlich in den Philippinen steuerpflichtig. Gegenüber Thailand und natürlich auch Malaysia haben die Philippinen den Vorteil, dass sie neben Singapur das einzige englischsprachige Land in Asien sind. Das heißt, hier muss sich nicht mit einer fremden Sprache auseinandersetzen. Klar, natürlich, die Philippiner sprechen natürlich dann ihre eigene Sprache auch. Umgangssprachlicher Behördensprache ist Englisch. Hier wird es also relativ einfach sein, auch in der Kommunikation mit Banken und Behörden, sich dann hier zurechtzufinden. Wie gesagt, ich hatte vorhin schon gesagt, in Malaysia gibt es das My Second Home Programm. Da kann man auch mit ähnlichen Beträgen hier eine Aufenthaltserlaubnis erwerben, aber eben keine unbeschränkte. Das Interessante an den Philippinen ist eben, dass man hier eine unbeschränkte Aufenthaltserlaubnis bekommt. Das kann man eben ja von Malaysia unter dem My Second Home Program nicht unbedingt sagen. Wenn die Philippinen ein Land sind, die dich interessieren, weil du dorthin vielleicht auswandern möchtest als Freiberufler, Unternehmer oder Investor oder vielleicht irgendein anderes Land in Asien, Thailand, Malaysia hatten wir ja schon angesprochen, oder wenn du vielleicht Interesse hast, in eine andere Region der Welt auszuwandern, Lateinamerika zum Beispiel, dann würde ich mich freuen, mit dir ein Beratungsgespräch zu führen. Link dazu packe ich hier in die Beschreibung des Videos mit hinein. Meine Kanzlei und ich helfen Mandanten seit fast 20 Jahren dabei, deutschsprachige Mandanten beim Umzug, bei der Auswanderung ins Ausland zu begleiten, ihre steuerliche Situation zu optimieren,
Vermögen im Ausland aufzubauen und natürlich bestehendes Vermögen zu schützen. Ich würde mich freuen, auch dich alsbald zu unserer Mandantschaft zählen zu können. Bist du Unternehmer, Freiberufler oder Investor? Zieht es dich schon lange ins Ausland? Mach heute den ersten konkreten Schritt in eine Zukunft mit mehr Geld und mehr Freiheit. Buche ein Beratungsgespräch mit Sebastian und seinen Kollegen. Unsere Kanzlei unterstützt Mandanten wie dich dabei, deine Steuerlast legal zu reduzieren, Vermögen aufzubauen und zu schützen und deine persönliche Freiheit zu maximieren. Profitiere jetzt von unserem Fachwissen und unserem Netzwerk. Gehe zu mandatierung.com und werde Mandant unserer Kanzlei.